Mein Name ist Udo Sonne, komme von der Lufthansa Group und arbeite in dem Lufthansa Group Campus der zentralen Bildungsabteilung für die Lufthansa Gruppe. Die Lufthansa Group nutzt Vitero mittlerweile in sehr verschiedenen Geschäftsbereichen, unter anderem in der Lufthansa Passage, bei der Lufthansa Cargo, bei der Lufthansa Global Business Services, und auch teilweise bei uns in der Lufthansa School of Business, jetzt Lufthansa Group Campus, in sehr unterschiedlichen Szenarien. Teilweise sind das Präsentationen von mehreren 100 Leuten, teilweise sind das wirklich virtuelle Klassenräume mit 10 Leuten. Also wir haben uns schon sehr lange mit dem Thema Virtual Classroom beschäftigt, getrieben durch Notwendigkeiten aus der Lufthansa Technik. Wir hatten andere Produkte im Einsatz, der Markt hat sich ständig weiterentwickelt und Vitero ist momentan, würde ich sagen, schon ein State-of-the-Art-Produkt, was eben gut zu bedienen ist. Bei der Auswahl waren für uns die wichtigsten Kriterien Preis-Leistung, Bedienerfreundlichkeit und natürlich auch, dass es technisch ordentlich läuft in unserer Lufthansa IT-Infrastruktur. Wir sind gestartet mit Vitero in einigen Pilotprojekten, gerade im Lufthansa Passage Training. Das ist ein Training, was wir weltweit anbieten für unterschiedliche Szenarien, vorwiegend auch IT-Anwendungen. Das ist das Trainingszentrum in Seeheim, die zunächst mal mit einem einjährigen Piloten begonnen haben, mittlerweile davon aber sehr begeistert sind. Naja, ich schätze Vitero so ein, dass es schon allein durch diese intuitive Oberfläche mit einem simulierten Klassenraum vereinfacht ist die Bedienung auch für Laien. Also Leute, die bisher das nicht gewohnt sind, im virtuellen Raum zu agieren, denen wird eine gewisse Schwelle genommen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Das ist auch unsere Erfahrung, die wir durchaus so teilen. Vitero zeichnet sich ja im Vergleich zu anderen Konkurrenzprodukten eben dadurch aus, dass wir hier einen echten Lehrsaal haben, der sehr gut simuliert wird, indem man sich eben wie im Präsenztraining schnell zurechtfindet. Die ganzen Symbole, die ganzen Grafiken, die auch bestimmte Aktivitäten oder Interaktivitäten unterstreichen, helfen sehr, da ganz gut klarzukommen. Ich sehe, wer ist der Moderator, wer ist der Co-Moderator. Ich kann das Mikrofon mir nehmen oder bekommen. Ich kann mich zu Wort melden. Ich kann in die Pause gehen, indem ich die Kaffeetasse dort platziere. Also insgesamt allein durch die visuelle Gestaltung ist sehr klar. Ja, die Lern- und Gesprächsatmosphäre ist natürlich nicht so wie im Präsenztraining, wenn ich mit den Leuten wirklich live zusammen bin, aber es kommt dem relativ nahe. Vor allen Dingen durch die verschiedenen Hilfsmittel, die der Moderator hat, durch Symbole, durch Möglichkeiten zu sehen, wo ist mein Lerner, kann man ihn schon öfter ansprechen, mitnehmen, und auch allein durch dieses Sitzen am Tisch, durch die Bilder, die ich dort mit reinbringen kann, habe ich schon eine mehr oder weniger doch persönliche Atmosphäre, soweit das im virtuellen Raum möglich ist. Aber es ist sicherlich sehr gut gelungen, auch im Vergleich zu anderen Produkten. Also zum Thema Beratung, Training und Betreuung durch Vitero kann ich nur sagen, bin ich sehr zufrieden. Wir haben immer relativ schnell Lösungen bekommen. Die Kollegen haben da sehr flexibel reagiert, haben guten Support geleistet, haben auch technisch anspruchsvolle Situationen, die wir gerade im Passagetraining hatten, gut gelöst. Ja, der Datenschutz hat ein sehr großes Thema gespielt bei der Auswahl. Wie in allen DAX-Konzernen üblich, spielt Datenschutz immer größte Rolle. Und wir müssen uns bei der Auswahl der Produkte natürlich darauf verlassen, dass Daten hoch verschlüsselt werden, sicher gehalten werden. Gerade wenn wir uns in einer Internetumgebung befinden. Und da haben wir einen sehr guten Support bekommen von Vitero, der uns auch bei den Verhandlungen unterstützt hat. Ich denke, der Support von Vitero ist auch deswegen gut, weil das Produkt ja von Vitero entwickelt worden ist, sprich die Entwickler auch vor Ort sind, in Deutschland sind, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Und wir einen sehr schnellen Zugang haben, auch zu den Experten, wenn es wirklich knifflig wird. Und solche Situationen hatten wir. Ja, die Lernkultur oder Kommunikationskultur bei Lufthansa ist jetzt schon seit Jahrzehnten durchaus auch digital und virtuell getrieben. Lufthansa ist einer der Pioniere im Bereich E-Learning seit über 40 Jahren. Von daher hat das jetzt nur eine andere Qualität. Also wir nutzen mehr virtuelles Lernen und Arbeiten durch den virtuellen Klassenraum, gerade wenn wir weltweit in Projektteams arbeiten, in Trainings arbeiten, auch jetzt gerade aktuell durch eine neue matrix- und prozessorientierte Firmenstruktur, denke ich, wird das Thema virtuelles Arbeiten immer wichtiger, auch durch neue Arbeitsplatzmodelle, die wir haben in der Lufthansa Group, wo mehr Homeoffice eine Rolle spielt.
wo man durchaus eben in diesen virtuellen Conferencing- oder Trainingsräumen mehr machen wird zukünftig. Insgesamt ist es eine deutliche Bereicherung von E-Learning, indem ich auch Face-to-Face-Training, Klassenraumtraining in den virtuellen Raum verlagern kann, mit allen positiven Effekten. Ich bin einfach flexibler, zeitnäher, effektiver und ich denke, ich habe mehr Möglichkeiten und ich muss nicht für alle möglichen Trainings Leute aus aller Welt einfliegen in ein zentrales Trainingszentrum. Ich denke, Vitero hat auch in der Lufthansa Group noch mehr Einsatzmöglichkeiten durch Weiterentwicklung in der Gruppe, durch mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Geschäftsfeldern, den Firmen in der Lufthansa-Gruppe ist immer mehr Austausch notwendig und der wird auch immer virtueller werden. Gerade da wir weltweit agieren, muss man häufiger zusammenkommen und das wird immer mehr auch virtuell passieren müssen und nicht immer in Präsenzform, dass man sich in irgendwelchen Meetingräumen trifft. Von daher ist das Thema virtuelle Kommunikation, virtuelles Training sicherlich ein Zukunftsthema. Also die langfristige Zusammenarbeit sehe ich persönlich, aber auch aus Konzern-IT-Sicht getrieben, schon bei Vitero als dem zentralen Virtual Classroom, mit dem gerade aktuell ein Rahmenvertrag auch verhandelt wird.